Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Ihr findet ihn nicht. Ja. Hier, wo ist der Stock? Bring den Stock. Ja. Und bring her. Bring her. Hier ist super. Hier toll. So, wir waren jetzt die zweite Nacht schon hier und haben die Sonne, also 9 Sonnenstunden hatten wir pro Tag ausgenutzt, um alles durchzuladen mit unserem mobilen Solarpanel. Wir haben sogar zu viel Strom, hast du gesagt? Ja. Genau, und morgen geht es dann für uns nach Kalamata zum Einkaufen, Lebensmittel auffüllen und dann weiter nach Messene zur Ausgrabungsstätte. Wir haben heute übrigens mit einem Griechen hier gesprochen an dem Platz und er war auch schwimmen, also wir waren auch beide schwimmen heute. Und er hatte eine Uhr dabei, dass er die Temperatur vom Meer sehen kann und es waren 17,7 Grad. Es wurde zwar kein Neujahrsschwimmen am 1., aber am 2. haben wir es geschafft. Genau, am 2.1. Eigentlich wollte ich gestern die Vakuumpumpe durchspülen, aber dazu bin ich irgendwie nicht gekommen und deshalb machen wir das jetzt heute, bevor wir losfahren. Der Beifahrersitz ist schon ausgebaut, jetzt kommt dann die Motorhaube dran und dann spülen wir mit Öl die Vakuumpumpe durch, zumindest probieren wir es, weil ich keine Druckluftpistole dabei habe, sondern nur einen Kompressor und hoffe, dass der Luftdruck dafür reicht. Und da beneide ich schon manchmal die Leute mit einer normalen Motorhaube, weil es einfach deutlich einfacher ist und mit weniger Aufwand man an den Motor kommt. So, da sprühen wir jetzt mit WD-40 rein. So, einen Kompressor vorbereiten. Jo. Der läuft. So. Jetzt weiß ich nur nicht wie viel. So, jetzt nur verschließen und achso, und einen Öldeckel aufmachen, damit es oben auch wieder rausblasen kann. Zumindest wurde mir das so gesagt. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt was gebracht hat, aber wir werden es unterwegs sehen. Mal schauen. Wir fahren jetzt dann weiter Richtung Kalamata, kaufen dort ein, tanken, füllen Wasser auf und im Anschluss geht es dann nach Messene heute. Das ist unser Ziel. Mal schauen, ob wir das alles heute schaffen. Das sind ungefähr bis Kalamata 70 Kilometer. Und ja, wir freuen uns morgen schon auf die Ausgrabungsstätte in Messene. Sarah, ich will nicht sagen, du bist zu langsam. Und ich kann schon nicht mehr, und er schon noch. Und jetzt stoppt er, um mich einzusammeln. Jetzt muss ich laufen. Erzähl mal, ob wir erfolgreich waren. Natürlich waren wir nicht erfolgreich.
weil der Sklavenitis hatte Inventur, dann Chinatown hatte Inventur und jetzt haben wir mal wieder eine Planänderung. Wir fahren direkt zum Stellplatz kurz vor Messene und werden dann morgen einkaufen, nachdem wir die antike Stätte besichtigt haben. Und hoffen, dass die Inventur morgen vorbei ist. Hat dir eine Griechin gesagt, nur heute. Ah, okay. Wir sind jetzt bei Messene angekommen und dadurch, dass es nur bis um 3:30 offen hat und wir waren um 2:30 da, machen wir es heute nicht mehr. Der Mann kam auf mich zu, oder ich bin zum Eingang hin und wollte mal ein bisschen schauen, schon mal wegen Eintritt und so weiter. Und dann hat er mir gleich ein Prospekt in die Hand gedrückt und hat gesagt, dass man mindestens eigentlich eine Stunde einplanen sollte. Sonst rentiert sich das nicht und man hätte jetzt noch haargenau eine Stunde gehabt. Deswegen machen wir jetzt das beide nacheinander morgen. Und ja, nachdem wir Hunger haben, gibt es jetzt erstmal Tomate, Mozzarella. Dann lass es dir schmecken. Und Gordon. Sie hat schon Bier getrunken. Ich habe es genau gesehen. Das ist die Ausnahme heute. Ich war jetzt gerade noch mit dem Hund draußen und man glaubt es gar nicht, wie laut die Schakale hier heulen oder wie man die Rufe auch nennt. Man hört Hundegebell, die Schakale. Das ist echt krass. Und ich sehe gerade, dass Rio sich gerade eine Socke geklaut hat. Die muss ich ihm jetzt mal wegnehmen. Und dann geht es für uns schlafen, ins Bett und morgen geht es dann auf die Ausgrabungsstätte. Ich bin jetzt extra nochmal rausgegangen und hoffe, dass wir es gleich nochmal genauso laut hören, wie ich es gerade beim ersten Spaziergang gesehen habe. Rio ist auch wieder mit dabei. Und ja, bis jetzt hört man nur Hunde, aber mal schauen, was es noch wird. Ich bin jetzt in Messene und die Geschichte der Stadt fängt bereits vor Christus an. Hier im Hintergrund sieht man bereits das Theater und die ganze Stätte, das extrem groß ist. Scheinbar gibt es ja auch noch Bewohner. Ich gehe jetzt gerade ins Theater rein und es ist jetzt das zweite antike Theater, wo wir sind. Hier ist jetzt das Theater, welches eines der zentralen Bauwerke von Messene war. Und auch wenn es nicht ganz so groß ist wie das Theater in Butrint, das wir damals angeschaut haben, die Folge verlinken wir euch oben rechts. Und es ist trotzdem ziemlich cool. Vor allem die ganzen Überreste von den Säulen, die hier noch zu sehen sind. Hinter mir seht ihr jetzt die Überreste vom Heiligtum für Asklepios. Das Heiligtum war damals das religiöse und politische Zentrum der Stadt. Und hier außenrum sind insgesamt 140 Sockel für Bronzestatuen zu Ehren vom Gott. Heute sieht man nur noch die Sockel. Bin mal gespannt, ob wir nachher noch ins Museum reingehen, ob man dort dann die Bronzestatuen zum Teil noch sieht. Das weiß ich aber jetzt noch nicht, je nach Uhrzeit. Das hier müssten jetzt wahrscheinlich die Sockel für die Bronzestatuen sein, die einmal hier rund um den Platz gestellt sind. Das hier nennt sich Eklaisterion und wurde für politische Versammlungen und öffentliche Auftritte verwendet. Das Ganze ist gebaut wie so ein kleines Theater. Ich glaube, man hört auch ganz gut die Akustik von so einem antiken Theater. Das ist extrem gut. Also ich bin jetzt, ich weiß nicht, circa 8 bis 10 Meter von der Kamera entfernt und ich denke, man hört es trotzdem extrem gut.
Hier vorne im Eck, das ist jetzt leider in der Kamera ein bisschen abgeschnitten, ist noch der Sockel von einer ehemaligen Bronzestatue. Und ich glaube, wenn die ganzen Statuen von damals heute noch hier wären, würde es noch um ein Vielfaches imposanter wirken. So muss das Ganze mal ausgeschaut haben. Bei dem Tempel hier waren wir. Den zeige ich euch gleich nochmal von hier oben. Das ist der Asklepios-Tempel. Das hier war jetzt gerade der Versammlungsraum für politische Versammlungen. Wir stehen jetzt hier bei dem Gebäude. Allerdings sind hier nur noch die Grundmauern. Und der Tempel schaut wie folgt aus. So. Genau, und da hinten ist praktisch der Tempel für den Gott Asklepios. Ich wollte jetzt gerade schon umdrehen, weil ich dachte, es ist jetzt alles nach dem Heiligtum für den Asklepios. Aber jetzt habe ich gerade eben ein paar Säulen gesehen und hinten schaut eigentlich am geilsten aus von allen, weil die ganzen Säulen noch erhalten sind. Wo ich jetzt stehe, wurden vom 3. Jahrhundert vor Christus bis zum 4. nach Christus die Jugendlichen bzw. 17- bis 20-jährigen Männer ausgebildet im Lesen, Wrestling und im Kampf mit den Waffen. Und das hier praktisch war der Platz, wo sie geübt, gekämpft und so weiter haben. Das Stadion hat an der Nordseite die Tribüne, wo die Menschen zuschauen konnten. Und am Südende ist heutzutage nur noch Gras. Und hier hinten seht ihr auch die Laufbahn für die Wettkämpfer. Und zu Zeiten, wo die Römer dann hier waren, fanden dort Gladiatorenkämpfe gegeneinander oder gegen Tiere statt. Jetzt stehe ich da, wo früher die Wettkämpfer waren. Wer wollte nicht schon mal an so einem Platz stehen? Und jetzt mache ich was, wofür ich wahrscheinlich früher einen Kopf kürzer gemacht worden wäre. Ich setze mich hier auf die Ehrenstühle. Zumindest schauen sie so aus, als ob es welche sind. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass hier dann Leichtathletik und so stattfand, ist schon beeindruckend, dass es vor 2000 Jahren oder über 2000 Jahren bereits so war. Wir schauen jetzt gerade auf den Mosaikboden einer antiken Villa. Und anders wie in Butrint ist hier der Boden nicht mit Sand oder Erde abgedeckt zum Schutz, sondern mit einem Dach. Ist nicht schön, aber man sieht den Boden zumindest. Die Ausgrabungsstätte ist so groß. Ich bin jetzt schon über 1,5 Stunden hier und habe noch nicht alles gesehen. Ich gehe zwar gerade wieder zurück, aber ich habe am Anfang was ausgelassen. Und ich brauche bestimmt länger wie andere, weil es mich einfach geschichtlich auch sehr interessiert. Aber für 5 € Eintritt sollte man es auf jeden Fall machen, wenn man hier in der Gegend ist. Wobei ich nicht weiß, ob der Preis jetzt nur in der Wintersaison gilt oder immer. Für mich war es das jetzt schon wieder hier im antiken Messene. Die Sarah wird jetzt dann reingehen und ich mit Rio eine größere Runde drehen. Und im Anschluss geht es dann für uns nach Kalamata und dann auf unseren heutigen Stellplatz. Das ist so imposant, so schön. Ich finde, dass an den Säulen hier, das Muster, schaut aus wie, als ob es bewachsen war, wie Efeu oder so, und dann aber versteinert ist. Das schaut so toll aus. Das gibt jeder Säule so eine individuelle Struktur. Hier wurden die 17- bis 20-Jährigen trainiert. Ich zähle zwar nicht mehr ganz dazu, aber Training steht an.
Ich habe gerade eben Info von der Sarah bekommen, dass David und Sandra, mit denen wir Weihnachten gefeiert haben, mit ihren Kindern, die auch noch hier nach Mesene kommen. Das heißt, wir werden heute nicht nach Kalamata fahren, sondern erst morgen und mit ihnen den Abend verbringen. Mal wieder eine Planänderung. Wer hätte das gedacht? Super. Wir waren jetzt gerade eben noch im Museum und dort gibt es 2 bis 3 Räume, wo hauptsächlich Statuen vom Künstler Damophon von Mesene ausgestellt werden. Der hat sich auf Götter und Helden spezialisiert und lebte 200 bis 400 vor Christus. Man weiß es nicht genau, nach alten Quellen 400, nach neueren eher 200, auf jeden Fall vor Christus. Und hier seht ihr bereits einen Teil der Werke. Und wenn man sich das mal vorstellt, unten in Mesene selber, wie beeindruckend es sein muss, wenn dann wirklich beim Heiligtum für den Asklepios 140 solcher Statuen außenrum sind. Das ist nochmal ein ganz anderes Bild als so wie es jetzt ist, wo nur noch die Sockel vorhanden sind. Ja. Und das ist die Arkadienmauer. Ah, hier ist der Parkplatz wahrscheinlich, wo der Rote. Ah, nee, doch nicht. Straße. Das ist Straße, ja. Er hat gesagt, man fährt durch. Geil. Auch dahinter. Ich stehe jetzt in der Mitte von dem Arkadientor und es halt so stark. Das ist Wahnsinn. Und ich fühle mich so klein. Also von der Ferne denkt man, das ist so eine normale Mauer, aber es sind riesen Blöcke an Steinen. Wenn man das im Größenvergleich sieht. Das ist Wahnsinn. Und das sind noch die kleineren Blöcke. Ja, aber hier halt nicht so, gell? Nur in der Mitte. Ne, in der Mitte. Wenn du jetzt wissen willst, wie es bei uns weitergeht, dann begleite uns auf unserer Reise und abonniere den Kanal. Und dann, dass sie so detailliert vorhanden sind. Gibt es auch andere Wörter? Cut. Nochmal, ich fall um. Schau mal her. Rio. Lass das Blatt. Woran merkt man, dass es noch ein junger Hund ist? Er lässt sich sehr leicht ablenken von einem Blatt. Hast du das Blatt erwischt? Aus. Super.